Die 2022er Variante des RL Foil Orca Sets mit Carbonboard und 139 cm ist ein guter Bekannter, haben wir schon 2019 getestet. Jetzt haben wir hier etliche Details, die sich geändert haben. Dementsprechend haben wir diesen auch schon einen der ersten Next Generation Foils hier nochmal im Test. Die Maße beim Frontflügel sind gleich geblieben, eine Breite von 63 cm und eine mittlere Profildicke. Das Ganze bei exzellenter Kohlefaserverarbeitung. Im Unterschied wird jetzt alles mit Torx-Schrauben verschraubt. Auch der Rearwing in 42er Breite ist exzellent verarbeitet und hat sonst keinerlei Änderungen erfahren. Schauen wir hier untypischerweise von unserer Seite auf den Preis. So liegen wir bei Aluminiumfuselage, 90 cm Alumast und Carbon Front und Rearwing bei 678 € im Verkauf. Von seiner Form komplett neu überarbeitet ist das Board. Das gibt es in sehr vielen verschiedenen Längen. Wir haben hier im Test das 140er Modell. Die Nose ist insgesamt etwas länger gezogen, aufgebogen und wir haben eine deutlich breitere Nose. Dazu ist hier ganz deutlich das Board in dem gesamten Bereich des Unterwasserschiffs auf beiden Seiten mit langgezogenen Bevels versehen, sodass hier ein Eintauchen auch bei stärkerem Neigungswinkel vermieden werden soll. Da das Ganze ja eine Sandwich-Bauweise ist wie bei einem bidirektionalen Brett, setzt sich natürlich die Form auch im Deck fort, sodass wir hier ein leicht konkaves Deck insgesamt erhalten. Wir haben die gleiche Menge an Fußschlaufenpositionen. Wir können hier als Single-Schlaufenanordnung oder als Windsurf-Anordnung das Ganze montieren. Deutlich vielfältiger ist nochmal die Möglichkeit der Mastposition. Dafür gibt es hier mehrere verschiedene Löcher, wo man dann halt von der Oberseite die Schraube in die Baseplate schraubt, womit das Ganze hier stabil verschraubt wird. Die Neuerung ist der Mast, der ist insgesamt deutlich steifer und stabiler gehalten in der Saison 2022. Insgesamt ist auch in diesem Jahr wieder die gesamte Verarbeitung und auch Montage als sehr sauber zu bezeichnen. Es ist prinzipiell konstruktiv einfach gehalten, aber äußerst funktionell. Und angesichts eines Verkaufspreises von dem kompletten Set Board inklusive Foil von 1029 € macht das hier einen wirklich preiswerten Eindruck. Weiterhin gehört das Orca Foil Setup 2022 zu den wohl am besten startenden Foils beim Kitefoilen. Der Lifter folgt hier sehr sanft und absolut gleichmäßig und ist auch in der Konkurrenz mit allen anderen Mitbewerbern als sehr einfach zu bezeichnen. Ein wesentlicher Beitrag dazu wird von dem Board geleistet, von der neuen Form. Die Aufbiegung der Nose und auch diese leichte Anschrägung im Unterwasserschiff sorgen hier dafür, dass sich das Brett nicht festhängt und auch bei längeren Anfahrten in Verdrängerfahrt hier kein Bremsen stattfindet, sondern man kommt hier immer gleichmäßig ins Fliegen. Wie schon im ersten Test wird hier schnell klar, wir haben ein wirklich von den einzelnen Achsen ein sehr stabiles Foil. Auch die Pitch-Achse ist hier ohne übermäßige Sensibilität ausgestattet, aber völlig frei. Das heißt halt, sie liefert keinen übermäßigen Druck auf dem Vorfuß, kann aber die ganze Zeit halt frei geführt werden mit insgesamt immer einem sehr guten Feedback. Und genauso frei und harmonisch mit einem hohen Maß an Feedback fällt es sich in der Yaw und in der Rolle. Man kann hier auch x-beliebig halt bei einem sehr großen Geschwindigkeitsbereich jede Form der Agilität abrufen. Wann kommt man hier ins Fliegen? Mit einem Körpergewicht von durchschnittlich 80 Kilogramm und einem 12 Quadratmeter Schirm
der gut funktioniert bei Leichtwind, geht das Ganze bei 7 bis 8 Knoten völlig problemlos. Auch im Vergleich zu anderen, deutlich hochpreisigeren Carbonflügeln liefert er hier die gleichen Fahrleistungen. Auch auf Amwind ist die Leistung hier insgesamt sehr schön. Man hat natürlich halt aufgrund der Form und der Profildicke jetzt nicht den allerschnellsten Flügel. Die gesamten Next Generation Foils, so wie wir sie am Anfang genannt haben, sind natürlich zum Frühsteigen und zum einfach Kontrollieren gedacht. Hier werden halt so durchschnittlich maximal Geschwindigkeiten von 35 km/h erreicht. Je nach Windbedingungen lässt sich dies natürlich halt auch etwas steigern. Klar ist natürlich, dass das Ganze hier nicht für die maximale Performance oder für Race ausgelegt ist, sondern hier geht es letztendlich um Kontrolle. Und da bietet er auch im Vergleich zu allen anderen Mitbewerbern hier Leistung auf dem allerhöchsten Niveau. Diese Mischung aus freier Beweglichkeit, freiem Führen des Flügels bei sehr gutem Feedback ist das, was man heutzutage als Optimum ansehen kann. Und das erfüllt er halt zu 100%. Und das Ganze beginnt natürlich ab einem sehr geringen Geschwindigkeitsbereich, wo er immer noch gut angeströmt bleibt, bis zu dem erwähnten höheren Geschwindigkeitsbereich. Da hängt es natürlich vom Kite ab und von den Bedingungen, wo die Reise hingeht. Die Geschwindigkeit oben herum ist auf jeden Fall groß genug, um hier gute Sprungeigenschaften abrufen zu können. Das Tolle ist allerdings natürlich auch wieder beim Landen halt, wie gut und wie sanft der Flügel wieder gleichmäßig und schnell angeströmt wird. Auch hier kommt die einfachste Bedienung etwas vor dem maximalen Leistungsbereich. Der aufmerksame Zuschauer wird vielleicht festgestellt haben, oh, diesen Test halt in der Form mit dem Ergebnis hatten wir ja schon. Das war schon vor 3 Jahren. Deshalb müssen wir auf jeden Fall natürlich zu den Änderungen im Detail nochmal was sagen. Da wäre der Mast, der jetzt in unserem Test hier 90 cm beträgt. Er ist insgesamt neu aufgesetzt, sprich ein etwas stabileres Konstrukt ist da jetzt gewählt worden. Der ist insgesamt steifer, man spürt das. Und es gibt außer diesem klassischen, ganz leichten Ton, den man bei jedem Aluminiummast minimal hören kann, also im Vergleich zu einem Carbonmast gleicher Machart, ist das immer ein bisschen zu fühlen und ein bisschen zu spüren. Ist dieser Mast ansonsten völlig vibrationsfrei, hat keinerlei Probleme mit irgendwelchen Strömungen unter Wasser, dass hier irgendwelche Nicklichkeiten gibt oder dass er im Neigungswinkel zu viel Auftrieb liefert. Das ist wirklich sehr gut gelungen. Soll auch laut Hersteller halt nochmal deutlich stabiler sein als das letzte Modell. Das könnten wir nur im Langzeittest überprüfen. Jetzt im Test bei uns hatten wir da definitiv keine Probleme mit der Stabilität. Dazu kommt das durchwegs überarbeitete Board, was jetzt wesentlich effizienter und Kite-Foil optimierter designt ist. Am Anfang, klar, da wusste man noch nicht ganz genau, wo die ganze Reise hingeht. Das ist jetzt hier besonders in diesem Preisbereich, das ist schon fast ein Scherz. Es ist einfach unglaublich günstig dafür, wie gut dieses Board auch funktioniert. Es ist in dieser Carbonbauweise mit Holzkern und Seitenwange sehr steif. Hier merkt man keinerlei Druck. Wenn man jetzt mal ein bisschen mehr Druck auf den vorderen Fuß gibt, halt, merkt man keinerlei Biegung oder dergleichen. Sehr angenehm. Und wie gesagt, beim Fahren in Verdrängerfahrt oder nach Landung, da swappt das Board auch wieder leicht raus. Es lässt sich insgesamt halt einfach und leicht kontrollieren und passt halt zu dieser gesamten Kombination, auch in dieser 140er Länge, sehr gut. Wer es ein bisschen kleiner und sportlicher mag oder strapless mehr, da gibt es halt Boardlängen bis 1 Meter.
Das kann man halt auswählen. Das unterscheidet sich dann auch nicht in diesem wirklich außergewöhnlich günstigen Verkaufspreis für dieses wirklich erstaunlich gute Foil-Set.